Hey Leute, was geht ab? Assalamu alaikum, wie geht's euch allen? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute zum Warum Marokko Podcast. Why Morocco? Wie ihr seht, unser neues Rode Mikrofon. Deswegen haben wir uns ein bisschen mehr die letzten Tage, letzten Wochen auf die Vlogs konzentriert. Es wird jetzt auch wieder ein paar mehr Podcasts geben. Wir haben darauf gewartet, bis das Mikrofon aus Deutschland kommt. Danke nochmal an Abdul Wahid, ich küsse dein Herz, Bruder. Wir haben auch nur eigentlich relativ wenige Unterpunkte. Es kommen immer wieder vermehrt Fragen auf. Wieso Marokko? Was machst du? Wie lange hast du gebraucht, um Arabisch zu lernen? Und. Wir fangen vielleicht mal mit Nummer 1 an. Wann das erste Mal Marokko und wieso? Um ehrlich zu sein, ich bin ja 2017 aus der Haft entlassen worden und ich habe mir gesagt, in der Haft schon habe ich gesagt, dass ich unbedingt die Pilgerfahrt machen will. Also habe dann die Umrah gemacht, die kleine Pilgerreise damals, also ich bin 2017 im Sommer entlassen worden und 2017 im Winter habe ich die Umrah vollrichtet. Und ja, Arabisch zu sprechen oder die arabische Schriftkenntnis zu besitzen, ist natürlich so mitunter auch einer der wichtigsten Punkte in der Lehre der Religion, also zumindest im Islam, da die Fundamente der Religion einfach in der Urschrift liegen und die Urschrift des Korans ist nun mal Hocharabisch, also Arabisch Fusha, klassisches Arabisch. Und ganz ehrlich, jeder meiner Brüder auch aus der Moschee und sonst wo kannte halt mein Wohlwollen und irgendwann hat ein Bruder mir eine Kettenmail geschickt. Da stand drin, es ist von einer Schule aus Knetra hier. Jeder, der Rabat kennt, also Knetra ist ungefähr 40 Kilometer entfernt von hier. Ist auch eine coole Stadt, ich habe auch viele stabile Leute dort, gute Brüder. Knetra, die Schule heißt Mahad al-Ulum. Die machen sozusagen, da könnt ihr euch gerne melden. Oder schreibt es in die Kommentare einfach unten. Ich werde euch daran connecten für alle, die irgendwie Bock haben, Arabisch zu lernen, die diesen Schritt machen wollen. Können mich da anschreiben oder ich kann denen gewisse Informationen geben. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist, der Stand der Dinge, dadurch, dass Corona ein bisschen das ganze System kaputt gemacht hat. Also es war vor Corona so, dass quasi die Marokkaner haben zwischen den beiden Eid-Festen, also zwischen dem Zucker- und dem Opferfest, haben sie quasi eine lange Periode an Ferien. Ja? Das ist halt ein bisschen, mehr oder weniger ist da alles schulfrei, also die Schotten dicht. Und das ist eine Schule, es gibt es auch auf anderen Schulen, ich habe es dann im Nachhinein, habe ich gemerkt, dass es da noch andere Schulen gibt, jetzt nicht unbedingt bezogen auf Arabisch lernen, aber auf gewisse andere Sachen, die dann in diesem Zeitraum stellt diese Schule, das ist der Sheikh Abdul Hamid, der hat jahrelang auch in Hamburg gelebt, er stellt quasi ein Lehrerkontingent zur Verfügung, die eben für den Zeitraum, für diese 2 Monate da sind in der Schule, die sich halt zusätzlich Geld verdienen wollen, keine Ahnung, was für ein Reglement die auch immer haben. Auf jeden Fall ist dann quasi die Schule leer und er lädt halt deutsche, österreichische und Schweizer Tulab ein, Schüler, die arabische Sprache lernen wollen. Das war eigentlich der Grund, Leute. Nur mal für alle, die immer wieder fragen. Ich werde auch immer wieder auf den Podcast verweisen, inshallah, weil ich kriege diese Fragen 1000-mal gestellt und ich habe hier wirklich Fragenkataloge mir zusammengebastelt, die immer wieder kommen, weil ich kriege auf Instagram manchmal 50 Anfragen pro Tag. Ich kann nicht, wenn ich dafür bezahlt werden würde, würde ich euch bestimmt alle dann darauf antworten, aber es ist einfach, es wiederholt sich alles und es ist einfach zu viel. Tut mir leid ja auch an zu denen ich immer sage, ja, es kommt bald was dazu, es kommt bald was dazu. Und es kommt auch tatsächlich dann jetzt zu den ganzen Sachen, die oftmals gefragt werden, kommen da schon die Antworten. Ich bitte um Vergebung, soll gar nicht arrogant rüberkommen, so nach dem Motto, ja, warum antwortest du einfach nicht? Aber ich kann nicht eine Sache, die so tiefgründig ist, kann ich nicht mit irgendeiner Voicemail oder mit ein paar Texten irgendwie erklären. Wir sind jetzt schon bei Punkt 1 kleben geblieben, obwohl ich den eigentlich ganz schnell durchschreddern wollte. Ja, ich muss auch dazu sagen, zum Arabisch lernen und den Koran verstehen, das ist auch ganz wichtig, weil um die Religion des Islams verstehen zu können, muss man halt eben
Arabisch lernen, ja, geht kein Weg drum rum, weiß nicht, wird auch immer so ein Drama draus gemacht oder alle sagen, boah, krass, wie hast du das gemacht? Wenn jetzt in irgendeiner Technikfirma arbeiten würdest und nach China müsstest für 5 Jahre, dann kannst du auch auf einmal nach einem Jahr China oder dann ist es dir wichtig, weil es halt um die Kohle geht und hier geht es halt nicht um Kohle, hier geht es um das Angesicht unseres Herrn und wer das dann verstanden hat, der macht halt auch so etwas, der nimmt auch so etwas auf sich unentgeltlich, ja, irgendeine Sprache anzulernen. Jetzt in dem Fall ist es Arabisch. Arabisch ist die Sprache des Korans und Arabisch ist auch die Sprache im Paradies. Und gehen wir mal zu Punkt 2. Nee, sorry, ganz kurz noch Punkt 1. Upturns, ganz wichtig noch, weil das wird dann mit Punkt 4 auch, das hängt mit Punkt 4 zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin aus der Haft entlassen worden und war ja dann der Salafist, halb Rocker, halb Salafist, ist er jetzt Hells Angel, ist er jetzt ISIS-Anhänger. Das hat schon für viel Fitna, für viel Unruhe gesorgt, dass jeder, der mich kennt, der weiß, ich renne sicherlich nicht vor irgendwas weg oder drücke mich. Ich habe einfach nur, warum soll ich in einem Land bleiben, wo ich unerwünscht bin? Früher alle meine Fans, keine Ahnung, Lifestyle des Jahrtausends und jetzt lebst du irgendwie zurückgezogener, versuchst den Islam so gut es geht auszuleben und auf einmal bist du ganz klares Feindbild. So, ich brauche Deutschland nicht. Keiner von euch im Prinzip. Und so viele, ich kriege so viele Nachrichten immer, ich bin so deprimiert hier, sehr, besonders die Marokkaner. Dazu kommen dann auch später Marokkaner, die nach Deutschland auswandern, wovon mir 9 von 10 Marokkaner sagen mir, ich bin so übertrieben unglücklich. Ja, ihr wolltet doch alle unbedingt dahin. Ihr wolltet unbedingt nach Deutschland und findet euch dann selbst wieder in einer Verfassung, wo ihr euch denkt, scheiße, wo bin ich hier gelandet eigentlich? Ja, und ich brauche Deutschland nicht. Ich bin glücklich hier. Ich bin natürlich froh, wenn ich in Deutschland meine Kinder sehe, meine Mutter, Freunde, engere Freunde und so, alles Mögliche. Keine Frage. Und dafür ist das Land auch wunderschön. 1, 2 Wochen, ich fahre jetzt wieder, nächste Woche fahre ich nach Deutschland, inshallah. Das ist schön. Aber nicht mehr, um da zu leben, Leute, auf keinen Fall. Okay, wir gehen direkt zu Punkt 2. Wann bin ich denn nach Deutschland zurück? Sorry, ich bin im Sommer 2018 bin ich nach Marokko gekommen, nach Knedra, wie gesagt. Ich habe dann ein halbes Jahr in Knedra gelebt. Dann Ende 2018 bzw. Anfang 2019, ich glaube genau zu Silvester, bin ich nach Udeya gezogen. Udeya habt ihr sicherlich den Vlog gesehen, in dieser kleinen blauen Stadt. Da habe ich dann bis 2020 gelebt, beziehungsweise ein bisschen vor 2020 bin ich ein bisschen nach Spanien gegangen. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ja im Gefängnis habe ich Spanisch gelernt, um auch, also sowieso eine weitere Sprache zu lernen, ist immer wichtig, aber auch um die andalusische Geschichte irgendwie zu studieren, was ich dann auch alles so gemacht habe. Also ich als Autodidakt jetzt, sage ich mal, viel von der Geschichte angeeignet. Sehr, sehr interessante Geschichte. Können wir gucken, vielleicht auch mal dazu, wen das interessiert, die andalusische Geschichte. Knapp 800 Jahre Islamisches Reich in Spanien. Ist schon krass. Der Bruder Dr. Steff Keres hat da eine krasse El-Andalus-Reihe, Lectures bis zum Abwinken. Also es ist wirklich auch für jeden Nicht-Muslim einfach interessant zu wissen, was war denn da. Ja? Das war im Anfang 8. Jahrhundert, im Jahr 711 ist da Tariq ibn Ziyad von Ceuta, von der spanischen Exklave hier, ist er nach Gibraltar unten rein und dann fing alles an. Aber ich will jetzt da gar nicht, wenn ich da jetzt anfange, dann reden wir mindestens eine halbe Stunde drüber. Genau, ich war in Spanien unterwegs, ich war in Andalusien unterwegs. Ich war in Madrid, Freunde besuchen, ich glaube in Madrid war ich sogar fast über einen Monat und dann bin ich von Madrid runter nach Malaga und bin von Malaga, ich habe extra nochmal geguckt, ich bin von Malaga am 9. Februar bin ich von Malaga nach Frankfurt geflogen. Ganz kurz, Leute, 9. Februar 2020.
Ich glaube, jeder weiß jetzt, der aus Hanau und Umgebung kommt, in welche Richtung wir gehen. Das ist jetzt ein Punkt, den wir jetzt wirklich hier in dem Podcast ganz kurz ansprechen werden. Das werde ich später nochmal, wenn die ganze Interaction Rate läuft, wenn meine Dokumentation rauskommt, die Publikation, alles Mögliche, wird das alles nochmal vertieft. Ich will es jetzt nur ansprechen, vor allem für meinen treuen Follower, und danke nochmal an alle, die so stark supporten auf YouTube und alles. Danke an euch, Leute, das ist auch alles, das gibt mir eine riesen Motivation. Für euch, die Info jetzt schon mal, was da länger dann ein bisschen breit getreten wird. Ich bin am 9. Februar in Frankfurt gelandet. Am 19. Februar 2020 ist in Hanau was passiert? Ganz genau. Glaube ich, brauche ich jetzt gar nichts dazu sagen, was da passiert ist. Jeder weiß, was am 19. Februar in Hanau passiert ist. 19. Februar 2020. Ich will nur ganz kurz aus meiner Sicht, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Ich bin nicht geflüchtet, aber, sage ich mal, abgezogen aus Deutschland, weil mich mein eigenes Land hasst, boykottiert, keine Ahnung, meine Nachbarn, man ist gegen mich aufgrund meiner Religion. Gut, dann verpisst euch. Ja, ich brauch keinen aus Deutschland, außer meine engsten Leute, die mir fehlen, ist mir eigentlich alles egal, was da passiert. Ich komme in ein Land hier nach Marokko, wo ich wärmstens aufgenommen werde. Ich bin hier gerade, wo wir hier sitzen. Wir sind in Agdel, in Rabat. Meine Nachbarn, die sind wie als würde ich sie seit meiner Kindheit kennen. Die Leute draußen, hier sind Leute mit Herz bei der Sache. Hier zeigt man sich gegenseitig Brüderlichkeit und Liebe, während in Deutschland, keine Ahnung, Leute, denen man aufgeholfen hat, die werden auf einmal zu Feinden ein paar Jahre später. Lange Rede, keinen Sinn. Ich bin nach Deutschland zurück, um gewisse Sachen dort bezüglich der Doku einzureichen. Und 10 Tage nach meiner Ankunft werden einfach da Leute abgemetzelt. Und auch teilweise Leute von mir, Allah yarhamhum. Subhanallah, an dem Tag bin ich vom Footballtraining gekommen. Ich hatte da bei den Wiesbaden Phantoms unterschrieben in der 2. Bundesliga. Und ich bin nach dem Training nach Hause gefahren und wir haben uns dort in der Ecke immer getroffen. Also wir haben dort, wo der Anfang des Attentats war, am 19. Februar 2020, haben wir mit Gelehrten von uns, kleine Musalla angemietet. Wie sagt man es auf Deutsch? Also, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Kleine Gebetsräume, ja, eine kleine Gemeinschaft, um dort unsere Unterrichte zu haben. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also im Prinzip, und wir gehen ja teilweise, keine Ahnung, 80% plus minus von unserer Gruppe hat da Gebetsgewand an, alle Bart. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass er, wenn der uns gesehen hätte, dieser ekelhafte Typ, dass wir die Ersten auch gewesen wären oder mitunter, die da Kugeln gefangen hätten. Und das ist schon... Ich will jetzt, dass ihr das kurz aus meiner Sicht seht und auch so versteht, dass man sich denkt, okay, krass, der Typ ist eigentlich aus Deutschland raus, weil er sich die Kacke nicht mehr geben will, ist gezwungenermaßen zurück, weil er gewisse Sachen zu regeln hat aufgrund der Dokumentation, auf die die meisten hier auch warten, oder warum dieser ganze YouTube-Channel eigentlich entstanden ist. Und dann keine 2 Wochen, nachdem ich angekommen bin, ist vor meiner Nase werden einfach Leute aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund ihres Glaubens abgeknallt. Wie gesagt, ich will gar nicht ausschweifen, weil das wäre jetzt alles zu lang. Wir haben 15 Minuten recorded, wir sind bei Punkt 2, das ist krank. Das ist einfach nur krank, was dann das wird. Diese Thematik, ich will die auch jetzt gar nicht breitreten, weil das später, das wird ein ganz, ganz großer Punkt. Das wird ein ganz, ganz großer Punkt, weil es muss erstmal einer verstehen, diese Situation von mir, und verbunden mit, hier kommen wir zu Punkt 3, direkt ist Corona. Und dann lebe ich in diesem Lügenvirus, und bin einfach gefangen.
Ich wollte zurück nach Marokko, ich bin einfach gefangen, ich kann nicht weg. Es ist Lockdown, alles ist zu. Oh, ich hab mich wieder wie im Knast gefühlt, um ehrlich zu sein. Es kam mir vor, als wäre ich wieder im Knast. In Deutschland, in dem Land, auf das ich die übelsten Upturns habe, Leute von mir abgeknallt. Sag mal, da waren jetzt nicht alles Freunde, will jetzt auch nicht groß mit Namen umherschwingen und so, aber da waren zwei Brüder dabei, la yarhamhum, und das ist die schlimmste, das ist eine schlimme Qual, sag mal, das allein zu wissen, das ist ja das Krasse, zu wissen, dass du wärst, ich wäre der Erste gewesen. Wir sind da in der Nähe die ganze Zeit unterwegs, wo die ersten Schüsse waren. Wir sind dort in der Nähe und wir haben genau zu diesen Tagen auch immer, haben wir Unterrichte dort. Mit unserem Sheikh, der kommt mit seinen Koffern, verkauft Misk und so. Wir sind Hasbi Allah wa ni'mal Wakeel. Das ist unglaublich, Und dann war ich gefangen in Corona. Das einzige Gute war, dass ich die Dokumentation, dass da eigentlich der Hauptteil, oh, jetzt war ein iPad ausgegangen, Akku leer, egal. Der Hauptteil meiner Dokumentation, die Drehtage, die haben ja in dem Zeitpunkt stattgefunden. Während alle rumgeheult haben, Corona, wir können nichts machen, habe ich ungefähr 13 Drehtage in Deutschland gehabt. Thema Dokumentation, ganz kurz auch Leute, das wird der nächste Podcast dann sein, bevor die Frage kommt. Ich springe mal kurz auf Punkt 4. Sorry Leute, you remember point 4, Kemal? My iPad just went down. المهم. No problem, معلش. Punkt 4 war, warum wieder nach Deutschland zurück? Also, warum wieder nach Marokko zurück? Sorry. Als sich dann die ganze Corona-Lage, sage ich mal, zum Ende geneigt hat, ich hatte hier halt gesagt, gewissen Freunden von mir, die auch mittlerweile alle reingeschissen haben, aber das ist eine andere Sache, dass ich hierher komme, dass wir was zusammen machen. Ich hatte in der Corona-Zeit mit einem engen Freund bei ihm in der Firma gearbeitet, einen Bürojob, den ich quasi hier jetzt seit Anfang des Jahres weitermache. Ich habe hier mehrere Angestellte, bin hier der General Manager, und warum ich das alles mache, das ist mein Fixeinkommen. Ich bezahle hier mehrere Leute gleichzeitig bezüglich der Dokumentation, das ist auch dann gleich mehr oder weniger Punkt 5. Ich bin eigentlich hier, um alles zu Ende zu bringen, um das so zu sagen. Und interessant ist gestern auch, ich habe von Timur Akbulut nochmal das Ende gesehen bei 26 Minuten TV bei den Brüdern, wo er dann auch, als er gefragt wurde, willst du nach Deutschland zurück und so, er sagte auch, er scheißt selber auch auf Deutschland, hat er genau dasselbe Mindset wie ich, weil ich bin da groß geworden, ich habe alles gesehen, ich habe alles durchgespielt, so Deutschland ist nicht mehr das, was es mal war, also was will man da großartig, und vor allem bei mir ist es auch die Sache, wenn meine Dokumentation rauskommt, und das hat Timur zum Beispiel auch gesagt, wenn er jetzt auch zurückgehen würde, werden die einen Strick drehen. Genauso werden die bei mir einen Strick drehen. Genauso, wenn die Dokumentation rauskommt bei mir, ich werde ganz, ganz, ganz heftig, in einer heftigen Art und Weise, in einer raffinierten Art und Weise das System angreifen. Und ich rede nicht von irgendwelchen zusammengepanschten Aussagen oder keine Ahnung. Hier wird einfach nur faktisch gegen den Staat vorgegangen. Es sind gewisse Leute, die an dem Tag da waren, an dem Tag, für den ich inhaftiert wurde, zu 2,5 Jahren Haft. Unterlagen, Wundbilder von dem sogenannten Pitschburak, für den ich im Gefängnis war, und ich brauche dann deswegen auch Marokko. Danke nochmal an den König. Shukran, Dima Maghrib. Hier ist das krasseste Land. Die interessieren sich für so eine Kacke überhaupt nicht, für irgendeine zusammengepanschte Geschichte von Deutschland, diese europäischen Lügen. Aber in Deutschland wird mir sicherlich ein Strick gedreht am Ende.
wo ich dann am Ende auf einmal der Pädophile bin oder sonst was, weil ich Deutschland auseinandergenommen habe und man irgendwie versucht mir eine Quittung zu geben. Also ja, lange Rede, keinen Sinn, Leute. Ich will es jetzt auch nicht breitreten. Es kommt im Doku-Podcast dann. Da wird auch nicht zu viel gesagt. Abschließend kann ich jetzt hier zu der Marokko-Sache und verbunden mit dem Marokko-Thema einfach sagen, dass hier alles läuft. Für alle, die immer fragen, ja, was machst du denn? Oh, was mit der Doku? Leute, ich kann nur eins sagen, ich schlafe nicht. Sehe ich irgendwie ein Penner aus, als würde ich hier irgendwie, keine Ahnung, vor allem die mich lange kennen, sehe ich aus wie irgendein Schwätzer, der irgendwie seit Jahren von irgendeiner Sache erzählt und am Ende kommt er mit irgendeiner Kacke oder so daher oder keine Ahnung, sagt, ja, hat nicht geklappt. Ja, hat nicht geklappt, schon über 15 Mal. Aber ich habe 16 Mal wieder neu angefangen. Und das ist das, was mich unterscheidet von 99% von dem Rest da draußen. Ja? Leute, ich kann sagen, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwo für die Dokumentation arbeite. Ob es irgendwelche Skripte sind, ob es irgendwelches Networking ist, ob es irgendwelche, keine Ahnung, Videos sind, Sachen, die ich mir selbst aneigne, um irgendwie in der Dokumentation voranschreiten zu können, um die abschließen zu können. Leute, ich habe nicht mal kurz mit so einem Klapp-Samsung irgendwie was geplant. Für die, es gibt ja einige, die meinen Trailer schon kennen, den unoffiziellen Trailer, der auch schon seit knapp einem Jahr fertig ist von Semi-Films. Die den Trailer gesehen haben, könnt ihr ja vielleicht mal unten in den Kommentaren schreiben. Wir sind ja einige treue Supporter. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so von der Qualität gehalten habt, was den Trailer angeht. Leute, ich habe die ganze Sache nicht angeleitet, um irgendeinen Kindergarten zu machen, irgendeinen Kindergarten-Scheiße. Hier wird's ganz böse brennen. Und ich weiß auch, was ich mich einlasse. Ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich nach der Doku nie wieder in Deutschland einreisen sollte, aber das ist mir so egal. Und auch nochmal, ich habe das irgendwo im Stream gesagt, das werde ich auch hier nochmal in dem Podcast sagen, falls irgendwelche von euren lustigen Schlümpfen, LKA, BKA, falls ihr jetzt guckt und wollt irgendwie schon vorher irgendwas drehen, dass es dann am Ende, oh, guck mal, was der Del gesagt hat und so, nicht, dass das alles rauskommt. Ihr habt schon längst verkackt, weil ich kann euch sagen, die Daten der Dokumentation, RAW-Dateien, alles, die sind schon so oft multipliziert worden und verteilt worden an Leute von mir, an Creative Worker, an Digital Worker, die alle wissen, falls ich hops genommen werde von euch, wird die Doku auch schon irgendeiner ohne mich fertig machen. Also nur so viel dazu, Leute. Ja, auch wenn ich brandheiß bin, nutzt gar nichts, Leute, nutzt gar nichts, mich jetzt irgendwie versuchen einzukesseln, weil das Ding hat schon so die Runde gemacht. Leute, ich arbeite seit Jahren dran, ich habe im Gefängnis mit dem Skript angefangen, ich habe seit der Entlassung daran gearbeitet, dann habe ich 2-3 Jahre intensiv daran gearbeitet. Ihr könnt euch da auf was gefasst machen. Und damit beende ich auch den heutigen Podcast. Sorry, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten, tut mir leid, Leute. Ich habe es echt versucht kurz zu halten. Wenn ihr vorspulen wollt, wundert euch nicht dann, weil ich kriege immer die Fragen, meine Inbox in Instagram ist voll, dann wundert euch nicht, ich beantworte nicht die Fragen hier, deswegen machen wir die ganzen Podcasts, die ganzen Vlogs, darin wird so viel beantwortet. Und ja, falls ihr dann noch irgendwelche anderen Fragen habt, die nicht beantwortet wurden, schreibt die gerne in die Kommentare, schreibt mich privat an. Ich habe, wie gesagt, bei meinem iPad immer einen Fragenkatalog, wollte Fragen, die oft vorkommen, die füge ich da immer wieder mit ein. Und ja, Leute, danke für euren Support. Es werden jetzt demnächst, was Vlogs angeht, wird ein bisschen mehr sportlich kommen. Wir werden ein paar Boxing-Vlogs haben. Und da ich in Deutschland sein werde, wahrscheinlich so 10 Tage plus minus, wird es dann auch wahrscheinlich ein paar deutsche Vlogs geben. Okay, Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.